Die Geschichte von Daniela Espitia Flores begann als gewöhnliche Jugendliebe, endete jedoch in einer Tragödie, die ganz Kolumbien erschütterte. Ihr Verschwinden und die darauffolgenden Ereignisse wurden zum Gegenstand einer aufsehenerregenden Untersuchung, die ein erschreckendes Bild von häuslicher Gewalt, Kontrolle und der Untätigkeit des Systems zutage förderte. Daniela wurde im Jahr 1998 in der lebhaften und bevölkerungsreichen Stadt Barranquilla geboren. Sie war das vierte von 5 Kindern von Janice Patricia Flores, die ihre Söhne und Töchter mit Hilfe ihrer Mutter und anderer Verwandter großzog. Über Danielas Vater ist nichts bekannt. Sie wurde als offenes, fröhliches und gütiges Mädchen beschrieben, das gerne tanzte, ihre Mitmenschen mit positiver Energie anstecken konnte und stets bemüht war, ihren Angehörigen eine Freude zu bereiten. Ihre Angehörigen betrachteten sie als die Seele der Familie und hoben besonders ihre Aufmerksamkeit, ihre Fähigkeit, Überraschungen zu organisieren, sowie ihre rührenden Glückwünsche an Geburtstagen hervor. Seit ihrer Kindheit kannte sie Daima Diaz Mendoza, der 5 Jahre älter war als sie. Ihre Kindheitsfreundschaft entwickelte sich mit der Zeit zu einer Beziehung. Über seine Vergangenheit ist wenig bekannt. Er lebte bei seiner Großmutter, versuchte eine technische Ausbildung zu absolvieren, schloss diese jedoch nicht ab. Ihre Beziehung entwickelte sich rasant. Trotz ihres jungen Alters heirateten sie. Und Daniela wurde Mutter, noch bevor sie 16 Jahre alt war. 3 Jahre später kam die zweite Tochter zur Welt. Das Muttersein veränderte ihr Leben vollkommen. Während ihre Gleichaltrigen ins Kino gingen oder Spaziergänge machten, blieb sie zu Hause bei den Kindern. Alle ihre Entscheidungen drehten sich um deren Wohlergehen. Nach den Worten ihrer Mutter konnte Daniela Arbeit und Kindererziehung miteinander vereinbaren. Sie war aufmerksam und fürsorglich. Sie tat alles, damit ihre Töchter das Nötigste hatten, doch ihr Partner war das genaue Gegenteil. Aggressiv, unausgeglichen und abhängig von illegalen Substanzen. Schon zu Beginn ihres gemeinsamen Lebens zeigte er gewalttätiges Verhalten, das mit den Jahren immer gefährlicher wurde. Er drohte ihr wiederholt mit dem Tod und versetzte sie in einen Zustand ständiger Angst. Die Situation wurde unerträglich. Im Jahr 2018 beschloss Daniela, sich und ihre Töchter zu schützen und ging. Sie hoffte, dass der Albtraum damit ein Ende haben würde, doch selbst die Trennung brachte ihr keine Ruhe. Daniela war fest entschlossen, einen Neuanfang zu wagen. Sie fand eine Stelle als Beraterin in einem Mobilfunkgeschäft und plante, ihr Studium wieder aufzunehmen, wobei sie von einem Hochschulabschluss träumte. Sie strebte nach einem ruhigen Leben, weit weg von Daima, überzeugt davon, dass sie eine zweite Chance verdiente. Doch die Trennung bedeutete nicht das Ende ihres Leidens. Die Spannungen verschwanden nicht, im Gegenteil, sie verschärften sich sogar noch. Es folgten neue Ausbrüche gewalttätigen Verhaltens. Schließlich kam es so weit, dass Daniela rechtlichen Beistand suchen und Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstatten musste. Trotz finanzieller Schwierigkeiten tat sie alles, um das Wohlergehen ihrer Töchter und ihrer Mutter zu sichern, zu der sie eine herzliche und enge Beziehung hatte. Nach außen hin blieb sie lebensfroh und freundlich, immer mit einem Lächeln. Doch hinter verschlossenen Türen kämpfte sie mit der Realität, in der ein gefährlicher und unberechenbarer Mensch weiterhin Teil ihres Lebens blieb. Ihre Angehörigen wussten, dass die Beziehung zu Daima schwierig war und verstanden, wie sehr sie sich ständig zurückhalten musste. Abgesehen von seinen Aggressionsausbrüchen zeigte Daima völlige Verantwortungslosigkeit, wenn es darum ging, seinen Lebensunterhalt zu sichern. Wie er behauptete, arbeitete er gemeinsam mit seinem Onkel als Fahrer, um die Rechnungen bezahlen zu können. Doch mit Beginn der Pandemie verlor er seine Arbeit und die Situation wurde noch schwieriger. Später fand er eine Anstellung in einem Unternehmen im Zentrum von Barranquilla, doch auch dort lief alles schief, aufgrund seiner Abhängigkeit von illegalen Substanzen und seiner Neigung zu Konflikten. Trotz allem versuchten seine Angehörigen, ihn zu unterstützen und aus dieser Situation herauszuholen, doch er blieb in einem Teufelskreis gefangen, aus dem er nicht herauskommen konnte oder wollte. Im gleichen Zeitraum reichte Daniela erneut mehrere Anzeigen bei den Behörden ein. In 2 Fällen leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren ein. 3 weitere Anzeigen wurden beim Familienamt registriert. Die letzte Anzeige erstattete sie am 8. Mai 2020 in einem verzweifelten Versuch, die Aggressionen von Daima zu stoppen.
Zu dieser Zeit erkrankte Danielas Mutter schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach der Entlassung zog Daniela zu ihr, um sich um sie zu kümmern. Angehörige erinnerten sich daran, dass sie nichts auf der Welt mehr fürchtete, als ihre Mutter zu verlieren, weshalb sie keinen Schritt von ihr wich. Diese Wochen schweißten sie noch enger zusammen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Iliana verbrachte sie viel Zeit zu Hause, backte Desserts, probierte Rezepte aus dem Internet aus und kochte Gerichte, die sie schon lange hatte ausprobieren wollen. In jenen Tagen herrschte zwischen ihnen eine echte Vertrautheit, doch am 17. August 2020 änderte sich alles. Am Montagmorgen verließ Daniela das Haus, ohne zu sagen, wohin sie ging. Bevor sie ging, versicherte sie ihrer Familie, dass sie bald zurückkehren würde. Selbstbewusst ging sie die Treppe hinunter und zu ihrer Nachbarin, die ihr oft bei der Betreuung ihrer Töchter half. Sie ließ die Kinder dort zurück und ging, ohne zu ahnen, dass sie zum letzten Mal sah. Nach Angaben ihrer Mutter hatte Daimer am Vortag angerufen und gesagt, er wolle Unterhaltsgeld überweisen. Daniela, die seine ständigen Versuche, sich mit ihr zu treffen, leid war, machte deutlich, dass sie den Kontakt nicht wieder aufnehmen wolle. Sie blieb standhaft. Wenn er seine Verpflichtungen als Vater wirklich erfüllen wolle, solle er einen anderen Weg finden, das Geld zu überweisen. Sie wollte ihn nicht sehen und hatte nicht vor, ihm noch eine Chance zu geben. Doch irgendwie gelang es ihm dennoch, sie zu einem Entgegenkommen zu bewegen. Etwas in seinen Worten brachte sie dazu, ihre Entscheidung zu ändern, ohne zu ahnen, dass dieses Nachgeben in einer Tragödie enden würde. Noch am selben Tag, nur wenige Stunden nach Danielas Weggang, erhielt ihre Mutter einen Anruf, den kein Elternteil jemals erhalten sollte. Am anderen Ende der Leitung erklang mit eisiger Gleichgültigkeit ein Geständnis. Daimer teilte mit, dass er Daniela das Leben genommen habe. Seine Worte waren kalt und trocken, ohne den geringsten Hauch von Reue. In diesem Moment blieb für Janice die Welt stehen. Panik ergriff sie. Obwohl er bereits zuvor mit Ähnlichem gedroht hatte, hoffte die Frau noch immer, dass dies nur eine weitere Manipulation sei. Sie wandten sich an die Polizei und begannen eine dringende Suche in Krankenhäusern und Aufnahmezentren. Sie hofften, Daniela sei vielleicht verletzt, aber noch am Leben. Die Hoffnung hielt jedoch nicht lange an. Noch am selben Nachmittag kontaktierte die Polizei Danielas Verwandte und bat sie, sich dringend zur Leichenhalle zu begeben. In einem Motel im Zentrum von Barranquilla war die Leiche einer Frau gefunden worden und die Beschreibung stimmte mit Danielas Aussehen überein. Als die Mutter dort eintraf, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Vor ihr lag der Leichnam ihrer Tochter. Weder persönliche Gegenstände noch Kleidung befanden sich in der Nähe. Ihre Handtasche, ihr Handy und ihre Kleidung fehlten. Die ersten, die Alarm schlugen, waren die Mitarbeiter des Motels. Sie erinnerten sich daran, dass Daniela am Morgen gemeinsam mit einem Mann das Gebäude betreten hatte. Damals kam ihnen das nicht ungewöhnlich vor. Regelmäßig kamen Paare in das Motel. Die Besorgnis begann erst 2 Stunden später, als der Mann allein herauskam, Daniela das Zimmer jedoch nicht verlassen hatte. Nach Angaben des Personals blieb er vor dem Verlassen des Motels ruhig an der Rezeption stehen. Eine der Mitarbeiterinnen fragte ihn, ohne etwas zu ahnen, ob seine Freundin noch länger bleiben würde. Er antwortete ruhig, dass sie später herauskommen werde, da sie sich angeblich noch umziehe. Danach verließ er eilig das Gebäude. Die Zeit verging, doch das Zimmer blieb verschlossen und still. Schließlich begannen die Mitarbeiter an die Tür zu klopfen, doch niemand öffnete. Daraufhin beschlossen sie, die Tür aufzubrechen. Im Inneren bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Daniela lag auf dem Bett mit einem Laken bedeckt. Daneben befand sich ein großer Blutfleck und auf ihr Gesicht war ein Kissen gelegt worden. Die eintreffenden Polizisten fanden die Leiche unbekleidet vor und auf dem Boden lag eine Glasscherbe. Den gesicherten Spuren zufolge versetzte der Angreifer Daniela mit diesem Gegenstand einen tödlichen Stich in den Brustbereich und erstickte sie anschließend mit dem Kissen. Die Mutter identifizierte ihre Tochter und nannte sofort Daimer als möglichen Täter. Seine Beschreibung wurde auch von den Mitarbeitern des Motels bestätigt. Sie erkannten eindeutig den Mann, mit dem Daniela gekommen war. Trotz der vorhandenen Videoaufnahmen und Zeugenaussagen nahm die Polizei ihn nicht sofort fest. Danielas Angehörige befürchteten, dass er untertauchen oder anderen Menschen Schaden zufügen könnte.
Ihren Aussagen zufolge war Daima gefährlich und unberechenbar. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt. Nach der Rekonstruktion des Tathergangs stellten die Ermittler fest, dass Daniela und Daima gegen Mittag im Motel eingetroffen waren. Überwachungskameras hatten sie gemeinsam am Eingang aufgezeichnet und einige Stunden später war nur noch er zu sehen, wie er die Tasche der Frau trug. Diese Aufnahmen wurden zu entscheidenden Beweisen in den Ermittlungen. Angesichts der Vorgeschichte familiärer Gewalt hatte die Polizei eine solide Grundlage, um ein Motiv für die Tat zu erkennen. Aufgrund der gesammelten Ermittlungsergebnisse erklärte die Polizei Daima offiziell zum Hauptverdächtigen. Es wurde ein Haftbefehl ausgestellt, doch zu diesem Zeitpunkt war er bereits untergetaucht. Danielas Angehörige waren erschüttert. Die Nachricht von der Tragödie verbreitete sich schnell und löste sowohl bei Bekannten als auch in der Öffentlichkeit große Bestürzung aus. Die Trauerfeier fand am 19. August 2020 statt. Die junge Frau wurde auf einem der Friedhöfe von Barranquilla beigesetzt. Während der Zeremonie teilte ihre Mutter Erinnerungen an ihre Tochter und erzählte, wie lebhaft und außergewöhnlich ihr Leben gewesen war. Der Verlust hinterließ in ihrer Seele eine tiefe Leere, mit der sie nur schwer fertig wurde. Am stärksten litten diejenigen, für die Daniela gelebt hatte. Die jüngste Tochter, die gerade einmal 2 Jahre alt war, verstand nicht, was vor sich ging und weigerte sich zu essen. Die ältere Tochter verstand die Situation noch nicht vollständig, spürte jedoch bereits die Abwesenheit seiner Mutter. Die Geschichte löste in der Gesellschaft eine Welle aus Wut und Trauer aus. Die Menschen forderten die Bestrafung des Täters und besseren Schutz für Frauen, die sich in ähnlichen Situationen befanden. Besonders empörend war die Tatsache, dass Daniela mehr als einmal um Hilfe gebeten hatte, jedoch keine ausreichende Unterstützung erhielt. Die Medien widmeten dem Fall große Aufmerksamkeit. Es entstanden Diskussionen nicht nur über das Verbrechen selbst, sondern auch über die Probleme innerhalb des Systems, das Opfer häuslicher Gewalt eigentlich schützen sollte. Dennoch sah sich Danielas Familie zusätzlich mit einer Welle von Vorwürfen gegen die junge Frau konfrontiert. Einige Kommentare in den sozialen Netzwerken deuteten an, dass sie selbst schuld sei, weil sie sich zu einem Treffen mit demjenigen bereit erklärt hatte, der ihr bereits mehrfach wehgetan hatte. Diese Vorwürfe waren ein weiterer Schlag für die ohnehin bereits zerrüttete Familie. Sie verstärkten den Schmerz und das Leid von Danielas Angehörigen nur noch mehr und zwangen sie dazu, nicht nur mit dem Verlust fertig zu werden, sondern auch mit einer neuen Welle des Drucks und den Versuchen, die Verantwortung dem Opfer selbst zuzuschieben. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Empörung und der wachsenden Aufmerksamkeit setzte die Generalstaatsanwaltschaft des Landes eine Belohnung in Höhe von etwa $1.300 für Hinweise aus, die zur Festnahme von Daima führen könnten. Die Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergaben, dass er Kontakt zu Verwandten aufgenommen hatte, um Geld und Kleidung zu erbitten und plante, unterzutauchen. Eines dieser Telefongespräche fand in einem örtlichen Geschäft in dem Viertel statt, in dem er früher mit Daniela gelebt hatte. Das Gespräch wurde von Nachbarn mitgehört. Die Polizei befand sich in erhöhter Alarmbereitschaft, richtete eine spezielle Hotline ein und bat die Bevölkerung um Mithilfe. In denselben Tagen verließ Daimas Familie plötzlich das Viertel und verschwand spurlos. Dies verstärkte die Angst und Verzweiflung unter Danielas Angehörigen, die bereits zu befürchten begannen, dass das Verbrechen ungestraft bleiben würde. Am 22. August 2020, einige Tage nach der Beerdigung, veranstalteten Danielas Verwandte und Freunde eine Kundgebung vor ihrem Haus. Es war eine friedliche, aber äußerst emotionale Demonstration. Die Menschen forderten Gerechtigkeit, die Bestrafung des Täters und ein Ende der Gewalt gegen Frauen. Der Protest wurde von eindringlichen Parolen begleitet: Schluss mit der Straflosigkeit, Schluss mit dem Schweigen, Schluss mit der Angst. Organisiert wurde die Kundgebung von Danielas Freundinnen und ihrer Cousine, nicht nur aus Schmerz, sondern auch aus Angst davor, dass Daima sich noch immer irgendwo in der Nähe und auf freiem Fuß befinden könnte. 4 Tage später berichtete Daimas ältester Onkel, der in einem Lebensmittellager arbeitete, in welchem Zustand sich seine Familie nach dem Vorfall befand. Er betonte, dass auch sie zu Opfern geworden seien. Daimas 76-jährige Großmutter und ihre Töchter seien gezwungen gewesen, das Haus aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen überstürzt zu verlassen. Der Mann versicherte, dass ihnen die ganze Schwere des Geschehens bewusst sei und sie mit Danielas Familie mitfühlten.
Besonders hob er hervor, dass nun 2 Kinder ohne Mutter aufwachsen müssten, und verurteilte die Tat seines Verwandten. Seinen Angaben zufolge wussten sie nichts über Daimers Aufenthaltsort, hätten ihn jedoch sofort den Behörden gemeldet, wenn sie davon erfahren hätten. Er versicherte, dass sie ihm weder geholfen noch ihm Geld oder Kleidung gegeben hätten. Darüber hinaus bekundete er seine Bereitschaft, einen angemessenen Kontakt zu Danielas Familie aufrechtzuerhalten. Schließlich hätten sie gemeinsame Enkelkinder. Ihr Ziel sei es, so sagte er, dafür zu sorgen, dass Daimer seine Strafe verbüße und niemandem mehr Schaden zufüge. Erst fast 3 Wochen nach der Tragödie, am 6. September 2020, geschah etwas Unerwartetes. Daimer wurde festgenommen, jedoch nicht wegen des Verbrechens an Daniela, sondern bei einem versuchten Raubüberfall in Bogotá. Als er auf die Polizeiwache gebracht und seine Papiere überprüft wurden, stellte sich heraus, dass bereits seit längerer Zeit ein Haftbefehl gegen ihn wegen eines schweren Verbrechens im Zusammenhang mit dem Tod seiner Ex-Frau vorlag. Den Ermittlern war bis dahin nicht bekannt gewesen, wie genau er von Barranquilla in die Hauptstadt gelangt war. Die einzige Erklärung bestand darin, dass er die Lockerung der Beschränkungen für Inlandsreisen und Flüge nach der Pandemie genutzt hatte, um unterzutauchen und sich der Verantwortung zu entziehen. Zu dieser Zeit galten im Land weiterhin Einschränkungen aufgrund der gesundheitlichen Notlage, was die Fortbewegung erschwerte. Mit jeder neuen Information stieg die Spannung. Fast 3 Wochen lang war es Daimer gelungen, sich zu verstecken, und es schien, als habe er bereits geglaubt, der Verantwortung entkommen zu können. Seine Festnahme brachte Danielas Familie zwar Erleichterung, löste gleichzeitig jedoch eine neue Welle der Besorgnis bei jenen aus, die weiterhin befürchteten, das Verbrechen könnte ungestraft bleiben. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme befand sich Daimer in Begleitung eines weiteren Straftäters. Bei ihm wurden 2 Mobiltelefone und eine Goldkette gefunden, die Daniela gehört hatte. Besonders beunruhigend war die Tatsache, dass er versucht hatte, seine Identität zu verschleiern, indem er einen gefälschten Ausweis auf den Namen Hector Daniel Paramarines vorlegte. Erst einige Stunden nach seiner Festnahme konnten die Ermittler seine wahre Identität feststellen. Von diesem Zeitpunkt an wurden gegen ihn Anklagen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und eines schweren Verbrechens gegen Daniela erhoben. Am selben Tag fand eine virtuelle Gerichtsverhandlung in Barranquilla statt. Trotz zahlreicher Beweise, Kameraaufnahmen, Zeugenaussagen und Umstände, die eindeutig auf seine Schuld hindeuteten, weigerte sich Daimer weiterhin, seine Schuld einzugestehen. Die Staatsanwaltschaft legte Videoaufnahmen vor, auf denen zu sehen war, wie er gemeinsam mit Daniela ein Motel betrat, an der Rezeption verweilte und das Gebäude später hastig allein wieder verließ. Dennoch bestritt er weiterhin jede Schuld, woraufhin das Gericht Untersuchungshaft anordnete. Erst am 12. August 2021, bereits in Haft, ging er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und bekannte sich offiziell schuldig. Das Gericht verurteilte ihn zu 34 Jahren Freiheitsentzug. Zwar kam es nicht zu einem vollständigen Gerichtsverfahren, doch die gesammelten Beweise waren mehr als ausreichend. Er wurde ins Gefängnis gebracht, wo er seine Strafe verbüßen muss. Danielas Familie war dies zumindest ein erster Moment der Gerechtigkeit. Dies half ihnen, dieses schwere Kapitel abzuschließen und sich auf die Zukunft von Danielas Töchtern zu konzentrieren. Sie tun alles dafür, dass die Kinder zu anständigen Menschen heranwachsen und die Erinnerung an ihre Mutter bewahren. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.